Hallo und herzlich willkommen hier mal wieder zurück zu Nice Tection. Ich bin es mal wieder Emu. Vergangene Nacht hat Google in New York zum Made by Google Event geladen, zum zweiten Mal in Folge dort und zum ersten Mal so spät am Abend, dass wir hier in Deutschland Punkt Mitternacht davor saßen. Und es gab einiges zu sehen. 4 neue Smartphones, eine neue Uhr und endlich Googles eigenen Tracker. Ich gehe das heute mit euch durch und zwar immer mit der Frage, was hat sich zum Vorgänger eigentlich wirklich getan? Denn da trennt sich Marketing schnell von Realität. Und bei einem Gerät gibt es eine Sache, über die ich mich richtig geärgert habe. Die hebe ich mir aber noch auf, bis wir da sind. Also, los geht's! Bevor wir einsteigen, 2 Dinge, die für alles gelten, was heute kommt. Erstens, vorbestellen könnt ihr ab sofort. Im Handel stehen die Geräte ab dem 20. August. Einzige Ausnahme ist der Pixel Tag, der lässt sich noch bis November Zeit. Und zweitens, und das ist die Zahl, die ihr euch für die nächsten 10 Minuten merken müsst, jedes einzelne Gerät kostet 100 € mehr als sein Vorgänger. Quer durch die ganze Palette. Wir kommen bei jedem Produkt darauf zurück und ihr werdet sehen, dass das nicht überall gleich fair ist. Kurios übrigens, Google hat sich diesmal selbst gespoilert. Rund 8 Stunden vor der Keynote standen sämtliche Geräte samt Preisen im Store. So viel zum Thema Spannungsbogen. Aber fangen wir da an, wo bei Google seit Jahren die eigentliche Arbeit steckt, beim Chip. Der neue Tensor G6 steckt in allen 4 Smartphones und er verrät ziemlich genau, worum es Google dieses Jahr eigentlich ging. Die KI-Einheit bekommt die Hälfte mehr Rechenleistung und die doppelte Speicherbandbreite. Aufgaben, die direkt auf dem Gerät laufen, sollen dadurch 3,5 Mal schneller sein und dabei auch noch deutlich weniger Strom verbrauchen. Dazu kommt ein neuer Sicherheitschip, der laut Google schon gegen künftige Quantencomputer absichern soll. Und jetzt der Vergleich, der das Ganze einordnet. Beim Tensor G5 im letzten Jahr hat Google noch groß mit CPU-Leistung geworben, gut 1/3 mehr und der Sprung war damals real spürbar. Dieses Jahr taucht die klassische Rechenleistung nur noch als Fußnote auf. Apps laden ein bisschen schneller, Webseiten auch. Solide, aber kein Feuerwerk. Man merkt hier einfach, Google baut inzwischen einen KI-Chip, an dem zufällig noch ein Smartphone dran geschraubt ist. Genau der steckt jetzt auch im günstigsten Modell und das ist für mich der Gewinner des Abends, nämlich das Pixel 11. Beim Pixel 11 fällt zuerst die Kamerabar auf. Die besteht jetzt komplett aus Glas, ist deutlich flacher und steht spürbar weniger über. Google wirbt sogar damit, dass der Buckel bei einer offiziellen Hülle praktisch verschwindet. Wichtiger ist aber, was dahinter sitzt. Ein größerer Hauptkamerasensor, der über die Hälfte mehr Licht einfängt als beim Vorgänger. Das ist die Art von Upgrade, die man im Alltag wirklich merkt, gerade abends. Der Zoom reicht jetzt bis 30-fach und kabellos ladet ihr endlich vernünftig schnell. Google hat die Ladeleistung hier grob verdoppelt. Und jetzt kommt der Punkt, an dem ich Google ausnahmsweise mal loben muss. Ja, das Pixel 11 kostet 999 € und damit 100 € mehr als das Pixel 10 im Einstieg, aber das Pixel 10 hatte in dieser Version nur den halben Speicher. Die Variante mit gleich viel Speicher kostete letztes Jahr exakt dasselbe. Ihr zahlt also effektiv keinen Cent mehr und bekommt trotzdem die bessere Kamera und das schnellere Laden dazu. Das ist die ehrlichste Preiserhöhung des Abends, weil es eigentlich gar keine ist. Was mich trotzdem stört, beim Display hat sich nichts getan, beim Akku so gut wie nichts und die Laufzeit bleibt bei den gewohnten 30 Stunden. Und beim WLAN bekommt ihr weiterhin nur den älteren Standard, während die Pro-Modelle Wi-Fi 7 haben. Bei einem fast 4-stelligen Preis ist das einfach zu schwach. Damit haben wir das erste Modell durch und jetzt kommen ausgerechnet die teuren Geräte und die Sache, über die ich mich geärgert habe. Wir schauen uns das Pixel 11 Pro und 11 Pro XL an. Die beiden Pro-Modelle liegen bei knapp 1200 und rund 1400 € je nach Größe. Das optische Highlight heißt Highlight, ein Ring aus kleinen LEDs rund um den Blitz. Der zeigt euch mit Farbmustern, ob Gemini gerade zuhört, nachdenkt oder antwortet. Ziemlich genau so, wie man es von Google Lautsprechern kennt. Außerdem könnt ihr Lieblingskontakten eigene Farben zuweisen, die beim Anruf pulsieren. Praktisch, wenn man das Handy mit dem Display nach unten auf den Tisch legt. Allerdings war es auch schon mit der Funktion dieser LED. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wenn Google hier schon die Benachrichtigungs-LED zurückbringt, dann verlange ich auch, dass wir mehr einstellen können als nur Gemini und Anruf-LED-Farben. Google muss hier einfach mit einem Software-Update deutlich mehr nachliefern. Ansonsten ist das hier wirklich der größte Witz 2026. Vielleicht noch ein interessantes Detail am Rande. Für diese LED ist der Temperatursensor rausgeflogen, den es 3 Generationen lang gab. Vermisst hat den vermutlich aber niemand. Bei der Kamera legt Google diesmal richtig nach. Neuer Hauptsensor, neue Telekamera mit größerem Sensor und rund 1/3 mehr Lichtempfindlichkeit. Porträtaufnahmen jetzt auch bei 5-fachem Zoom und ein Digitalzoom bis 120-fach. Der Nachtmodus arbeitet außerdem gut 4-mal schneller als bisher
bisher, was in der Praxis heißt, weniger Stillhalten bei Nachtfotografie. Das Display geht auf 3600 Nits Helligkeit hoch und ist dank neuer Beschichtung doppelt so kratzfest. Soweit klingt das alles richtig gut und jetzt kommt die Sache, die ich euch vorhin angekündigt habe. Die Pro-Modelle kosten 100 € mehr als letztes Jahr. Gleichzeitig bekommt ihr im Einstiegsmodell nur noch 12 statt 16 GB Arbeitsspeicher. 4 GB weniger für 100 € mehr. Die vollen 16 GB Arbeitsspeicher gibt es erst, wenn ihr zur nächstgrößeren Speichervariante greift, also nochmal draufzahlt. Und es kommt noch ein zweiter Nadelstich. Googles KI-Abo, das bislang ein Jahr lang gratis dabei war, gibt es jetzt nur noch für ein halbes Jahr. Mehr zahlen, weniger bekommen und das gleich doppelt. Google begründet den kleineren Arbeitsspeicher mit Optimierung an Software und Chip. Das ist die offizielle Version. Meine Vermutung geht in eine andere Richtung. Erinnert ihr euch an mein Video zum Samsung Unpacked im Juli? Da hat Samsung die Preiserhöhung ganz offen mit den explodierenden Speicherpreisen erklärt. Der KI-Boom saugt gerade den kompletten Markt leer. Und Google sitzt exakt im selben Boot. Nur sagt man es eben hier nicht dazu, sondern verkauft den Rückschritt als technische Feinarbeit. Bestätigt hat das natürlich niemand, das bleibt eine Vermutung, aber wenn zwei Hersteller im selben Sommer dieselben Bauteile kürzen und beide bei den Preisen anziehen, dann ist das für mich kein Zufall, sondern ein Markt. Immerhin, damit wir fair bleiben, beim Laden legt das XL ordentlich zu. 75% Akku in ungefähr einer halben Stunde. Und die Farbe Obsidian gibt es erstmals auch komplett in matt. Wenn ihr euch jetzt fragt, ob überhaupt ein Gerät den Aufpreis verdient hat, ja, hat es. Leider ist es aber auch das teuerste. Und damit geht es jetzt um das Google Pixel Pro Fold. Das Foldable startet bei knapp 2000 € und ist für mich das Gerät mit dem ehrlichsten Fortschritt des ganzen Abends. Es ist knapp 20 Gramm leichter geworden und ungefähr 1 Millimeter dünner. Das klingt nach wenig, aber bei einem Foldable merkt man genau das sofort in der Hand. Dazu soll es 3-mal widerstandsfähiger sein als sein Vorgänger. Die neue Rückseite aus einem Glasfaserverbundmaterial sei laut Google nahezu unmöglich zu knacken und ein neu konstruiertes Scharnier schützt das Innendisplay jetzt besser bei Stürzen. Auch bei den Displays passiert einiges. Das Außendisplay ist rund ein Fünftel heller geworden und liegt jetzt auf dem Niveau der großen Pro-Modelle. Innen gibt es dünnere Ränder, dickeres Schutzglas und eine doppelte Schutzfolie gegen Stöße. Zusammen soll das auch die Falte weiter reduzieren. Der Haken versteckt sich im Datenblatt. Der Akku ist kleiner geworden. Gut 250 mAh weniger als beim Vorgänger. Google verspricht trotzdem unverändert 24 Stunden Laufzeit. Ob das im Alltag hinhaut, muss ein echter Test zeigen und da bin ich eher skeptisch. Immerhin, hier sind die vollen 16 GB Arbeitsspeicher serienmäßig drin. Bei 2000 € darf man das aber auch erwarten. Damit sind die Handys durch und damit kommen wir zu dem Gerät mit der kürzesten Liste an Neuerungen. Die Pixel Watch 5. Die neue Uhr startet bei rund 420 €, also 20 € über dem Vorgänger. Drin sitzt derselbe Chip wie letztes Jahr, nur höher getaktet. Der Arbeitsspeicher wächst um 1 GB, der interne Speicher verdoppelt sich auf 64 GB und zusammen soll das Ganze rund 20% schneller laufen. Beim Tracking verspricht Google die doppelte Genauigkeit bei Routen in Innenstädten und auf Trails und behauptet ganz selbstbewusst, damit an der Apple Watch Ultra und der Garmin Fenix vorbeizuziehen. Das würde ich erstmal abwarten. Spannender finde ich, was beim Thema Gesundheit passiert. Es gibt überarbeitetes Kraft- und Intervalltraining, automatische Abläufe fürs Zubettgehen und eine neue Notfallerkennung. Fällt eure Sauerstoffsättigung stark und dauerhaft ab und ihr reagiert nicht mehr, kann die Uhr selbstständig einen Notruf absetzen und euren Standort mitschicken. Die Funktion startet zuerst in Europa, was für uns tatsächlich mal eine gute Nachricht ist. Dazu kommen monatliche Auswertungen zu Blutdruck und Insulinresistenz, wobei Google ausdrücklich betont, dass das keine medizinische Diagnose ersetzt. Und jetzt der Vergleich zum Vorgänger, der leider ernüchternd ausfällt. Von außen ist das exakt die Pixel Watch 4. Trotzdem natürlich sehr, sehr schön. Aber gleiches Gehäuse, gleiches Display, gleicher Chip. Bezahlen sollt ihr trotzdem mehr. Für doppelten Speicher ist das ein sehr mageres Upgrade. Wenn ihr also bereits eine Pixel Watch 4 tragt, bleibt einfach dabei. Deutlich mehr Grund zur Freude gibt es beim nächsten Produkt, dem Google Pixel Tag. Google baut endlich einen eigenen Tracker und ehrlich, das wurde auch verdammt nochmal Zeit. Der Pixel Tag kostet in den USA $29, hierzulande dürften es rund 35 € werden. Bestätigt hat das Google für Deutschland aber noch nicht. Ihr braucht ohnehin Geduld, denn im Handel steht er erst ab dem 11. November. Technisch ist das Ding gut ausgestattet. Für die Nahbereichssuche gibt es Ultrabreitband, was euch nicht nur sagt, dass der Schlüssel irgendwo in der Nähe liegt, sondern per Pfeil auch in die Richtung anzeigt, auf bis zu 50 Meter. Dazu hängt der Tag an Googles Ortungsnetzwerk mit über 1 Milliarde Android-Geräten, hat einen Lautsprecher zum Piepsen und einen Knopf, mit dem ihr umgekehrt
euer Handy anpingen könnt. Und das Beste, drinnen steckt eine ganz normale Knopfzelle, die ihr ohne Werkzeug wechselt und über ein Jahr durchhält. Einen Vorgänger gibt es hier logischerweise nicht, deshalb schauen wir zur Konkurrenz. Apples AirTag liegt bei etwa demselben Preis, Samsungs SmartTag 2 ein paar Euro drüber. Google trifft also exakt den Marktpreis. Einen Nachteil gegenüber den SmartTag von Samsung sehe ich trotzdem und den kennt ihr vielleicht noch aus meinem Video dazu. Beim Pixel Tag gibt es ohne Zusatzgebühr keine Öse zum Befestigen. Samsung hat den Metallring einfach direkt integriert und das ist im Alltag ehrlich angenehmer. Fair ist der Preis am Ende trotzdem, nur kommt er eben ein paar Jahre zu spät. Was es dieses Jahr dagegen gar nicht gab, sind neue Kopfhörer. Die Pixel Buds Pro 2 bekommen lediglich eine neue Farbe und im September ein Software-Update. Das Update hat es durchaus in sich. Die Geräuschunterdrückung passt sich zukünftig dynamisch daran an, wie die Stöpsel gerade in eurem Ohr sitzen und gleicht kleine Verschiebungen automatisch aus. Dazu kommt Sprachsteuerung fürs Audio. Ihr sagt also einfach, mach mal mehr Bass und dann wird das umgesetzt. Und zusammen mit der Pixel Watch erkennen sie, wann ihr einschlaft, pausiert die Musik und schaltet Benachrichtigungen stumm. Ein Vorgängermodell gibt es hier also gar nicht abzulösen, denn die Buds Pro 2 sind inzwischen fast 2 Jahre alt. Dass Google nachlegt, statt einfach neue Hardware zu verkaufen, finde ich ehrlich sympathisch. Ein bisschen wirkt es aber auch so, als hätte man dieses Jahr schlicht nichts fertig bekommen. Und damit sind wir bei dem Thema, das eigentlich der heimliche Hauptdarsteller des kompletten Abends war. Die Software Gemini Intelligence. Denn die halbe Keynote drehte sich gar nicht um Hardware. Gemini kann jetzt Aufgaben in deutlich mehr Apps übernehmen, also Bestellungen und Buchungen abwickeln und ruft dafür bei Bedarf sogar selbst bei Unternehmen an. Bei der Tastatur gibt es eine Funktion namens Rambler. Ihr redet einfach drauf los und das System filtert Äs, Äms und Schachtelsätze raus und macht daraus einen sauberen Text. Und die Live-Übersetzung funktioniert nicht mehr nur bei Anrufen, sondern legt sich jetzt auch über Podcasts und YouTube-Videos. Ein Teil davon dürfte für die Creator unter euch besonders interessant sein, denn in der Kamera-App steckt eine neue Creator Suite. Da ist ein Teleprompter drin, der euer Sprachtempo mitliest und entsprechend mitscrollt. Dazu Projektordner für eure Clips, eine Pegelanzeige für den Mikrocheck und ein Storyboard zum Sortieren der Aufnahmen. Und mit den Kameralooks legt ihr die Bildästhetik schon beim Aufnehmen fest, statt hinterher zu filtern. Einen wichtigen Hinweis muss ich ja aber noch mitgeben, das ist leider das übliche Spiel. Ein Teil dieser Funktion kommt vorerst nicht nach Deutschland. Bevor ihr also wegen eines einzelnen Software-Features zuschlagt, prüft vorher, ob es hier überhaupt ankommt. Und damit kommen wir zum Fazit des Abends. Was nehme ich hier also mit? Google musste dieses Jahr liefern und das war wirklich nötig. Samsung hat im Juli mit gleich 3 Foldables vorgelegt und Apples nächstes Event steht schon im September vor der Tür. Das Pixel 11 ist für mich der klare Gewinner, bessere Kamera, schnelleres Laden, doppelter Speicher und bei gleicher Ausstattung kein Cent mehr als letztes Jahr. Das Pro Fold hat den ehrlichsten technischen Fortschritt, leichter, dünner und deutlich robuster, wenn der kleinere Akku im Test hält, was Google verspricht. Was mir dagegen sauer aufstößt, sind die Pro-Modelle. 100 Euro mehr, weniger Arbeitsspeicher, halbierte Gratiszeit beim KI-Abo. Die Kamera wird stark, keine Frage, aber unterm Strich zahlt ihr mehr für weniger. Die Pixel Watch ist eine Pflichtübung ohne Leidenschaft und der Tracker ist gut gemacht, kommt aber Jahre zu spät. Mein Rat, wenn ihr ein Pixel 10 habt, überspringt diese Generation. Kommt ihr von einem Pixel 9 oder älter, schaut euch vor allem das normale Pixel 11 an und wartet die ersten richtigen Tests ab, bevor ihr vierstellige Summen für ein Pixel Pro XL ausgebt. Gerade die Speichersache will ich erst im Alltag sehen. Ein Blick auf die Eintauschaktion bei Google selbst oder jeglichen Mobilfunkvertragsanbietern lohnt sich bei diesen Preisen sowieso, also schaut da auf jeden Fall mal rein. Und das war meine kleine Zusammenfassung zum Made by Google Event. Jetzt interessiert mich eure Meinung. Seht ihr das mit dem Arbeitsspeicher genauso wie ich oder bin ich da zu streng? Und wer von euch hat auf den Pixel Tag gewartet? Oder habt ihr schon längst AirTags oder andere SmartTags im Einsatz? Schreibt mir das in die Kommentare. Ich bin da wirklich gespannt drauf. Und hat euch das Video gefallen? Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das würde mir wirklich sehr helfen. Ansonsten findet ihr wie immer den Artikel auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs freundliche Zuschauen. Wir hören und sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.